Und bei mir im Studio begrüße ich Henry Donovan von dem Politmagazin Politico, das genau wie die Welt zum Axel Springer-Konzern gehört. Henry, wenn wir uns das Ergebnis angucken, also das ist ja eine krachende Niederlage. Das ist ja quasi die Vernichtung der so stolzen Tories, oder? Ja, das ist absoluter Landslide, wie man in England sagen würde. Und nach 14 Jahren Tory-Regierung höre ich aus England von meiner Familie, von Bekannten, die ich dort habe, dass man einfach nur die Tories loswerden wollte. Und dazu kam noch, dass Nigel Farage mit seiner Reform UK anders als 2019 keine Deals mit den Tories gemacht hat bei Sitzen, wo es knapp werden würde, sondern gesagt hat, ich gehe all in. Und die Vote damit gesplittet hat. Das heißt, ganz viele Sitze, wo es vielleicht ganz knapp gewesen wäre, da haben die Tories dann nochmal an Reform verloren und das hat zu dieser krachenden Niederlage geführt. Aber was kommt jetzt auf Keir Starmer zu? Also ich meine, er hat eine deutliche, absolute Mehrheit eingefahren. Die Erwartungen sind wirklich an ihn hoch. Das Gesundheitssystem, wir haben auch gestern darüber gesprochen, das war eigentlich einer der Hauptgründe, liegt wirklich brach. Er ist ein Technokrat. Wird er denn tatsächlich die Wende für Großbritannien wieder hinkriegen? Das Land steht auch wirtschaftlich nicht gut da. Er hat jetzt die größte Challenge seines Lebens natürlich vor sich und die Erwartungen sind riesig, aber was ich auch höre aus England eben ist, dass die Erwartungen dann doch auch so sind, dass man sagt, nach 14 Jahren hat man in 5 Jahren Zeit, vielleicht gar nicht so viel zu schaffen. Also ich glaube, jede Schritte, die er jetzt angeht, die irgendeine Form von Besserung bringen, die werden für Keir Starmer auch als Plus gewertet. Natürlich hat er aber einen Scherbenhaufen vor sich liegen. Das Größte hast du gerade angesprochen, die NHS. Da ist jahrelang sehr, sehr viel falsch gelaufen. Das Erste, was Keir Starmer machen möchte, ist einfach diese endlos langen Warteschlangen, Wartelisten in den Kliniken zu kürzen. Und ich glaube, wenn er dort anfängt, wenn er da wirklich bildlich auch zeigt, dass die Warteschlangen kürzer werden, dass die Leute auf Krebsoperationen, Krebstherapien nicht ein halbes Jahr oder 9 Monate warten müssen, damit wird er, glaube ich, schnell punkten können. Was ist aber mit dem Brexit? Er hat sich bisher nicht dazu geäußert. Und das war ja auch ein Riesenthema, ob es noch mal ein zweites Referendum gibt, ob die Briten nicht doch wieder in die Europäische Union eintreten können. Das ist das, was alle eigentlich von ihm erwarten. Das ist auch das, was der Großteil der Bevölkerung, der mittlerweile gegen den Brexit ist. Da gibt es Umfragen, dass es bis 70-75% der Bevölkerung möchte den Brexit eigentlich umgekehrt sehen. Aber die Labour Party hat sich darüber geeinigt und Keir Starmer hat jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen gerade erst gesagt, dass es in seiner Zeit als Prime Minister, in seiner Lebenszeit keinen Rücktritt in die EU geben wird, keinen Customs Union Beitritt. Die Strategie dahinter kann nur sein, dass er wirklich Bedenken und Angst hat, dass die Wähler im Norden aus der Arbeiterklasse, die immer noch glauben, dass Großbritannien besser ohne die Europäische Union dasteht, dass er die Stimmen verliert. Und er hatte wirklich ein Ziel bei dieser Wahl, und zwar die Tories so hoch wie möglich zu schlagen. Ich glaube, wenn er pro Brexit reingegangen wäre bei dieser Wahl, hätte er Sorge gehabt, dass es nicht so groß und gut für ihn ausgeht. Henry, eine Frage muss ich noch an Nigel Farage stellen, weil der ist jetzt ins Parlament eingezogen mit 13 Sitzen. Also wie gefährlich kann er tatsächlich nicht nur den Tories, sondern auch dem politischen Klima in Großbritannien werden? Er ist jetzt schließlich im Parlament. Das war bisher ja undenkbar. Genau, also er hat auch 4-mal versucht, ins Parlament zu kommen. Dieses Mal hat er es geschafft. Und er hat als allererstes in seiner Pressekonferenz gesagt, das, was ihr hier seht, ist erst der Anfang von etwas, was euch alle überraschen wird. Also die Briten sind gespannt, wir sind, glaube ich, sehr gespannt. Und er hat, glaube ich, sehr viel vor. Er ist ein sehr effektiver Politiker, wenn man sieht, was er alles durchgesetzt hat. Er hat ja aus der 2. Reihe es geschafft, dass die Briten die EU verlieren, die EU-Mitgliedschaft verlieren, dass die austreten. Er hat geschafft, dass die Tories seinen Slogan Stop the Boats als Hauptwahlslogan genommen haben. Also er ist wirklich sehr effizient mit dem, was er macht. Jetzt hat er die Macht, jetzt hat er das Mandat. Und jetzt müssen wir schauen, was er daraus macht. Henry Donovan von Politico, das wird eine sehr interessante Zeit werden. Und wir werden, glaube ich, noch öfter über die aktuelle Lage in Großbritannien sprechen. Danke dir für deine Einordnungen. Vielen Dank.